So, weg damit, das interessiert jetzt niemanden mehr. Ja, aber ich meine, ich will ja nichts sagen, aber da sind auch sehr super Sets drinnen. Du hast recht, ja. Es gibt manche Sachen, die macht Playmobil sogar besser wie Lego. Mehr dazu aber mal in einem anderen Video. Na gut. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Teil der Perlen der Vergangenheit. Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, Teil 2 widmete sich der großartigen Time Cruiser Serie. Wir haben jetzt ein bisschen in unserem Archiv gekramt. Die Sets sind noch leicht angestaubt, aber so sind sie wenigstens für die Ewigkeit konserviert. Wir haben jetzt 2 Sets aus den Time Cruisers für euch vorbereitet und die wollen wir euch zeigen. Ja. Womit starten wir denn? Mit diesem kleinen Gefährt oder mit der großen Basis? Naja, nachdem das deine Sets waren, darfst du gerne entscheiden. Dann würde ich sagen, seht ihr, wir starten mal mit diesem Fahrgefährt hier. Das ist die Setnummer, lasst mich schnell kontrollieren, 6492, der Hypno Cruiser aus dem Jahr 1996. Er hat 148 Teile. Und ja, falls ihr euch fragt, was das eigentlich sein soll, wir wissen es selbst nicht genau. Also es ist ein Auto, was fährt und fliegt. Es hat so eine Art Raketenantrieb und hinten einen kleinen Anhänger, wie man ihn aus dem Baumarkt kennt. Hier im Cockpit sitzen 2 Leute, die zeigen wir euch später noch genauer. Die kommen nämlich auch im zweiten Set vor. Hier ist unser Freund Tim Time Cruiser und sein Onkel Dr. Cyber. Ja, übrigens, also da kommen wir dann später dazu, weil ich dachte immer, dass das dieses Monorail-Zeichen ist. Ist es aber nicht. Da haben wir schon mal drüber geredet. Also bleibt dran, dann erfahrt ihr, was Rita glaubt, dass das Monorail-Zeichen ist. Genau. Ja, also das ist schon ein sehr seltsames Auto. Es passt, wie gesagt, wie die Faust aufs Auge zu unserem Perlen der Vergangenheit Teil 2 Video. Es ist von allem etwas dabei. Wir haben hier Elemente aus Raumschiffen, wir haben hier die Ritter, Drachenflügel, Piraten. Wir haben, ja genau, Affen. einen Affen. Kompass. Den müssen wir dann übrigens noch zum zweiten Set geben, der fehlt uns nämlich bei Set Nummer 2. Und es ist hier unten auch so eine kleine Mechanik verbaut, die leider nicht mehr funktioniert. Wir haben die originalen Gummis noch drauf gelassen und jetzt ist es eigentlich so, dass wenn man mit dem Auto fährt, dann drehen sich hier diese Hypnoseteller, das funktioniert noch, wie ihr seht, und dann geht es noch weiter mit einem zweiten Gummiring und da sollte sich dann auch dieser Propeller drehen, aber ich habe das ein paar Mal versucht zu reparieren, der dreht irgendwie durch. Ja, also... Aber es ist allein schon ein Wahnsinn, dass noch immer die originalen Gummiringe drauf sind. Ja. Denn normalerweise werden die doch so bröselig. Es sind noch die Originale, es funktioniert auch noch alles, aber wie gesagt, der Propeller, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Hier cooler Motor auf jeden Fall mit einer Schiffsschraube von einem U-Boot. Okay. Und hier hinten, ihr fragt euch vielleicht, was haben die Kollegen mit? Die nehmen ja alles mit, ebenso wie bei diesen Du kannst dir das Radanhängern. gerne in aller Ruhe ansehen. Sie haben alle möglichen Equipments mit. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr Teil 2 der Perlen aus der Vergangenheit gesehen habt, dann wisst ihr, womit unsere Freunde in die Zukunft und auch in die Vergangenheit reisen. Es sind Hüte. Die müssen sich natürlich da dementsprechend kleiden können, oder? Ich denke mir Ritter. Genau, haben wir hier einen Ritterhelm, einen Piratenhut. Dann irgendwie vom... Das ist Peter Pan. Ja, die Forest Man Serie. Auch so eine Art Rittergeschichte. Dann haben wir noch 2 verschiedene Helme. Vielleicht, wenn sie dann doch mal unterwegs sind mit einem Motorrad oder sonstiges, ich weiß. Also wenn ihr genau sein wollt, das hier ist ein Taucherhelm. Ich glaube, ist das ein frühes Aquazone-Set oder damals ging es noch unter System. Und dann haben wir hier einen weißen Helm mit einem Trans-Orange Visier. Da werden sich viele Fans freuen. Das ist nämlich ein Helm aus der Ice Planet Serie, also eigentlich eine Weltraumserie, die und damals auch noch sehr groß war. Und ein
Piratenhut, noch oder? ein Piratenhut, ja. Also die sind da hinten drin und die zwei Freunde brauchen sich nur die Hüte aufsetzen und dann können sie mit diesem Gefährt hier in die jeweilige Zeit reisen. Schaut euch auf jeden Fall den Teil 2 der Perlen der Vergangenheit an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da erzählen wir euch einiges über die Geschichte und da sind ein paar interessante Sachen dabei, die auch in gewisser Hinsicht vielleicht die Optik und dieses ganze Thema ein bisschen genauer beleuchten oder auch rechtfertigen. Aber wäre es nicht super, wenn sie sich komplett umziehen könnten? Das wäre natürlich auch ganz eine gute Idee, aber können sie nicht, es genügt nur der Hut. Übrigens auch die Bösewichte brauchen nur ihren Hut wechseln. Wir haben leider kein Set der Time Twisters, die dann ein Jahr später auf den Markt kamen, das wäre auch interessant gewesen. Leider nicht. Schauen wir weiter zum nächsten Set. Hier schnappen wir uns den Affen, den Ali, wie er ja heißt. Oh. Und wir heißen euch herzlich willkommen zum zweiten Set mit der Setnummer 6494, dem Mystic Mountain Time Lab. Ein Set mit 485 Teilen, also das ist so mehr oder weniger die Zentrale von Dr. Cyber und seinem Neffen Tim Time Cruiser. Und da gibt es auch ein paar coole Sachen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar von diesem Set hier noch die originale Schachtel, wenn ihr euch das anschauen wollt. Das waren noch die coolen Schachteln, die man so aufklappen konnte. Auch noch mit der Anleitung. Und ein nettes Detail, wo ist es jetzt? Ach, hier. Hier ist sogar noch der Preis ausgeschildert. Jetzt stoße ich hier bei der Lampe an. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das Set hat dann irgendwann mal, oh, ich halte es, glaube ich, verkehrt in die Kamera. Also mal drehen. Nein, es hat sogar gestimmt. Das Set hat dann 598 Schilling gekostet. Also ja, in Euro darf man das nicht mehr umrechnen. Das stimmt natürlich nicht mehr, aber es war sogar damals schon im Angebot. Was kann man jetzt bei diesem Set machen? Man kann wieder eine Hypnosescheibe drehen, die sich hier hinten versteckt und einen Sessel dazu drehen. Dieses Aber Fluggerät schauen wir uns später an. die Frage, was hat dieser Sessel auf sich? Weißt du das noch? Es ist nicht alles so einfach zu beschreiben, wie es vielleicht aussieht. Genau, also Rita spricht schon eines dieser Spielfeatures dieses Sets an. Zuerst mal, das Set steht auf einer 16x32er blauen Platte und zwei 16x16ern. Ihr seht schon, man kann das Set so wie die alten Ritterburgen zusammen und auseinanderklappen. Wir haben es jetzt mal auseinandergeklappt, damit ihr es seht. Und genau richtig, hier gibt es auch eine Kurbel. Dann dreht sich wieder ein Hypnoserad und dann dreht sich, und das funktioniert sogar noch, hier oben so ein eher schwindlicher Sessel. Auf dem Sessel sitzt auf der Schachtel unser Professor Cyber, den wir euch jetzt mal im Detail zeigen. Also Aber das ist der große Wissenschaftler. Wieso sitzt der inmitten von Flammen? Ist das nicht gefährlich? Oder wurde er gerade attackiert? Ich glaube, das ist sogar sehr gefährlich, aber das ist vielleicht auch eine Art, wie er in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen kann. Vielleicht setzt er sich einfach auch einen Hut auf und kann dann so, das ist hier nicht festgemacht, der Sessel kann hier wegfliegen. Vielleicht kann er hiermit auch einfach davondüsen. Vielleicht startet er gerade. Was haben wir sonst noch? Ein wildes Durcheinander ja, scheint es ist mir. genauso ein wildes Durcheinander wie die anderen Sets. Schauen wir uns vielleicht zuerst mal noch trotzdem die Figuren an. Es sind nicht viele Figuren dabei. Wir haben zum Teil dieselben wie beim kleinen Fahrzeug. Das ist also unser Kollege Tim Time Cruiser, der dieses T auf seinem... Genau. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, dass das Monorail-Zeichen ist. Ja, nein, das ist Aber das das Time ist doch Cruiser sehr Logo. ähnlich. Und der Kopf ist was Spezielles, denn er hat eine Nase, was im Lego, in der Lego-Welt nur ganz selten vorkommt. Dann haben wir, wie gesagt, Ali, den Affen. Der ist sehr süß. Ich glaube, den haben wir auch im Zoo verbaut, beim Eingang. Der klassische Affe, wie er auch bei den Ritterburgen bei den Ritterburgen sage ich, bei den Piratenschiffen vorkommt. Genau. und so weiter. Apropos, ich will ja nichts sagen, aber immer wenn wir über den Zoo reden, geht unser Akku aus. Ich sehe es gerade, aber wisst ihr, wir tun so, als würde nichts passieren. Wenn wir auf einmal weg sind, dann wisst ihr es. Wir schauen jetzt mal, ob der Akku vielleicht noch so lange hält, bis das Video fertig gedreht ist. Wir haben dann auf jeden Fall noch Robbie, den Roboter. Der kommt exklusiv nur in diesem Set hier vor. Oh, er
ist etwas komisch, er ist so zusammengebaut, also er ist keine wirkliche Minifigur, eigentlich ist nur sein Kopf speziell, aber er sieht ganz nett aus und er leitet das Geschick der Computer, das heißt, er kann hier die Computer steuern und er sorgt dafür, dass wir entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen und dann auch hoffentlich wieder zurück. Aber wieso haben wir dann zwischendrin wieder einen Zauberstab und auf der anderen Seite wieder Ritterhelme? Sehen wir uns mal an, was es hier gibt. Ich versuche mal, dieses Set hochzuheben, ohne dass es mir auseinanderfällt. Also, beginnen wir mal, das ist die Hinterseite oder besser gesagt die Innenseite. Wir haben ein Verlies, also da kann man jemanden einsperren. Eine große Kanone, die man auch in der vertikalen und in der horizontalen bewegen kann. Okay. Genau, die lässt sich auch drehen und genau, okay, vom Winkel her einstellen. Ein Glas dient hier zur Durchsicht, wie es aussieht. Dann haben wir eine Palme, ein Stein, ein Large Ugly Rock Piece, wenn ich mich nicht täusche. Und dann haben wir hier nochmal einerseits eine Antenne und andererseits jede Menge Equipment für unsere Freunde. Also da geht es jetzt weiter, es sind zum Teil dieselben Sachen drin. Wir haben wieder einen Ice Planet Helm. Wir haben so, ich glaube, das ist von dem Wolfpack, von der Mittelalter-Serie, einen Hut. Und dann haben wir noch einen großen Taucherhelm. Dasselbe haben wir dann ein Stockwerk tiefer in Form von Waffen. Die zeige ich euch gleich so. Also wir haben eine Streitaxt, dann diese Skier, ein Schwert, diese Skier von den Ice Planet Typen, was auch sehr interessant ist. Als Waffen einzusetzen. Genau, dann ist hier so eine Art Kommandokapsel, die zeigen wir euch dann von der Rückseite noch. Dann haben wir hier die Mechanik, die Rita anfangs schon gezeigt hat. Und dann geht es hier noch weiter. Hier haben wir so ähnlich wie aus der Ice Planet Serie so eine Basis, wo ein Skelett drinnen ist. Und dann noch was Seltsames hier. Diesen roten Schalter kann man drücken. Und drinnen ist ein Fass. Und wenn man, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn man auf dieses Fass draufdrückt, dann fliegen hier, oder es sollten hier jedenfalls rote... Entschuldigung, wir mussten kurz in die Zukunft reisen, um noch einen vollen Akku zu organisieren, aber wir sind jetzt schon wieder da. Also, man kann hier mit diesem Fass diese runden 1x1 herausschießen. Was das für einen Sinn hat, hat sich bis jetzt noch nicht besonders erschlossen, aber hier steht ein Skelett im Ice Planet Basislager, also das sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus, da sagen wir nicht nein. Natürlich. Und weißt du, was mir auch gerade noch aufgefallen ist? In unserer kurzen Zukunftsreise hatte ich Zeit, noch weiter hier das genau anzuschauen und mir ist aufgefallen, dass das doch so ein Eiländer, kann man das Helm nennen? Nein, Maske. Eine Eiländer-Maske ist, die hier hinten versteckt war. Ich habe mir gedacht, das sind zwei Ritterhelme, denn hier hinten ist eben dieser Ritterhelm, von dem ich zuerst schon gesprochen habe. Aber nein, es ist eine Eiländer-Maske. Also das Zubehör, was hier dabei ist, ist auf jeden Fall sehr cool. Ja. Es sind wirklich viele Sachen, die ein bisschen wild durcheinandergewürfelt aussehen, aber im Großen und Ganzen, wir haben zuerst schon drüber gesprochen, als Kind sieht man das vielleicht nicht ganz so eng. Es ist ein großes Kuddelmuddel an Teilen, an Helmen, alles Mögliche, aber ich kann mich schon noch erinnern, dass wir als Kinder sehr gerne mit unseren Freunden hier gespielt haben, mit Dr. Cyber und Tim Timebuster, und dann sind wir halt einfach zu den Rittern geflogen und haben dort bei den Ritterburgen weitergespielt und dann zu den Piraten und dann zu den Weltraumsets und so weiter. Also das war echt nett. Ich glaube nämlich auch, dass das eben das Super an diesen Sets ist, dass man einfach, noch flexibler ist. Und ich denke mal, als Kind, wenn man wirklich diese verschiedenen Welten interessieren einen ja meistens, Piraten, Ritter und alles Mögliche, und da ist ja auch oft in der Fantasie alles ein bisschen ein Durcheinander, wie wir auch bei unserem Neffen bemerken. Also ich glaube zum Beispiel für ihn wäre dieses Set ja auch der Wahnsinn. Glaube ich auch, das unterstreiche ich total. Also es ist wirklich ein großes Durcheinander. Nochmal, die Sets sind optisch jetzt vielleicht nicht der Knaller, aber Spielspaß haben sie geboten. Das Set war vielleicht ein bisschen, die Serie generell ein bisschen zu klein. Es hätten noch mehr dazukommen sollen. Schauen wir uns die Vorderseite noch an. Also es geht hier
auf der Seite, wo wir zuerst aufgehört haben, mit einer Gesteinsformation und hier so einem vorartigen Aufbau weiter. Dann haben wir aus der Ice Planet Serie, wie gesagt, diese Glaselemente. Dann ist hier diese, ja, ich nenne sie Kommandokapsel hier mit der Leiter und mit dem coolen Aufgang. Und das kann man übrigens auch als Rettungskapsel verwenden, denn das kann so wegfliegen. Und wir haben hier jetzt dann nochmal ein mehr oder weniger Raumschiff oder eine Zeitreisemaschine. Also sie haben sich da einiges von Zurück in die Zukunft abgeschaut, finde ich. Und es gefällt mir irgendwie. Ich kann mich dafür begeistern. Und dann haben wir hier, wo Robbie, unser Roboter, steht, noch einen Aufbau, der sehr stark an manche der alten Piratensets erinnert. Ihr habt ja sogar eine Tür und ja, diese Fenster und so weiter. Das kommt wirklich bei manchen Piratensets vor und ist eigentlich, ja, ganz schön. Dann haben wir noch ein Flugmodell mit dabei, was auch sehr, ja, viel Fantasie braucht, um es als solches zu erkennen. Eigentlich ein Piratenboot. Ich finde das gut, dass das so einen Mini-Propeller mit einem Propeller oben, hier auch Düsenantrieb und Flammen, die herausstechen aus den Auspuffen, Flügel und vorne so ein, ja, eine Antenne oder was auch immer das ist. Also, ja, seien wir uns ehrlich, wir wollen da jetzt im Prinzip nichts schönreden. Die Sets sind, ich würde sagen, hässlich. Die meisten jedenfalls davon. Ich meine, das sieht wirklich aus, als hätte das ein Kind gebaut und auch bei der Basis, also vor einen Schönheitswettbewerb gewinnen sie auf jeden Fall nicht. So viel Gut, das ist klar. Müssen wir euch wirklich sagen. Auf der anderen Seite, es sind die Sets sehr billig, also wenn ihr da mal was kaufen wollt, ich glaube, den hier gibt es für unter 10 Euro und auch dieses ganze Laboratorium ist sehr günstig. Und man hat viele verschiedene Teile. Ja, für das, dass eigentlich die Teile sehr gut sind. Es sind viele dieser Felsteile dabei, Ice Planet, die Helme, dann diese Rampen, die wir ja auch für unsere Bahnübergänge verwenden, Platten. Also ihr bekommt da eigentlich gute Teile dafür und könnt da vielleicht sogar was Schöneres draus bauen. Ja, Rita, was gibt's da mehr zu sagen? Ja, was sagst du? Nichts mehr. Uns interessiert, habt ihr was von den Time Cruisers oder auch von den Time Twisters gehabt? Wenn ja, schreibt es uns in die Kommentare. Oder vielleicht schickt ihr uns dann ein Bild auf Instagram von einem Time Twister Set, dann das würde mich zum Beispiel persönlich interessieren, denn ich kenne ja eigentlich jetzt nur die Time Cruisers. Genauso wie ich. Also ich habe mit den Bösewichten auch nichts zu tun gehabt. Wir haben immer nur die hier gehabt. Seite. Aber ja, natürlich. Aber sagt uns natürlich auch, was ihr von diesen Sets hier haltet. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, was Lego so Mitte, Ende der 1990er Jahre so alles gemacht hat, um die Kunden zu begeistern, ist wahrscheinlich nicht so aufgegangen, wie sie sich das vorgestellt haben, da die Sets ja nach nur, die Themenwelt nach nur 7 Sets wieder eingestampft wurde. Es kamen nur 2 Wellen heraus, also alles sehr limitiert und irgendwie hat man später auch nie wieder was gehört. Unser Kollege Team Time Cruiser war dann noch in den Comics vertreten, aber so richtig den Durchbruch hatte er leider nie gehabt. Tja, er hätte als Monorail-Arbeiter doch anfangen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ja, wir haben die Sets jetzt mal für euch ausgegraben, wieder fertig zusammengebaut, weil wir uns gedacht haben, das wäre vielleicht was, was nicht alle kennen oder was ein bisschen etwas Exotischeres ist, genauso wie die Serie Perlen der Vergangenheit ja vorgibt. Nochmal, schickt uns eure Vorschläge bezüglich Episode 3. Oh ja. Da freuen wir uns schon drauf und ja, dann sehen wir uns vielleicht demnächst mal wieder, wenn ihr wollt. Ja, hoffentlich wieder mit einer Perle der Vergangenheit. Das ganz bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.